Hallo, ich bin die Sid. Und ich bin der Johnny. Wir wohnen in der alten Dorfschule von 1928 in Badenhardt und die zeigen wir euch jetzt mal. Wir sind hier im alten Schuleingang und was uns besonders beeindruckt hat von Anfang an war das Eichentor. Das konnten wir aufarbeiten und wenn ihr euch das näher anschaut, da ist auch eine alte Bleiverglasung von den Vorbesitzern eingebaut. Hier sieht man an den Fenstern ein aktuelles Projekt. Die haben die letzten 30 Jahre ein bisschen wenig Liebe gekriegt und deshalb schleifen wir die aktuell und streichen sie neu. Aber dann zeige ich euch jetzt erstmal ein Projekt, was schon weiter abgeschlossen ist und führe euch mal in unseren Schulsaal. Ich bin ja immer gerne zur Schule gegangen, also von daher ist es für mich gar nicht so schlimm, hier in einer Schule zu leben. Im Gegenteil, ich liebe die Atmosphäre hier in diesem Haus. Es ist ein Stück Geschichte. Hier haben früher um die 30 Schüler unterschiedlichen Alters von der 1. bis zur 8. Klasse einem Lehrer zugehört. Die Tafel, die war ursprünglich hier angebracht. Da haben wir jetzt unsere Tafel stehen, unseren Fernseher. Früher stand hier auch ein Ofen. Die Kinder mussten im Winter jeder ein Stück Holz selbst mitbringen. Und wenn man mal keine Lust auf Schule hatten, dann wurde der Ofen so vollgeknallt, dass er kurz vorm Platzen war. Und dann hat der Lehrer wutentbrannt die Kinder nach Hause geschickt. Da haben wir hier und da noch einige Brandflecken. Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal das Gebäude besichtigt haben, noch unter den Vorbesitzern. Da ist man hier reingekommen und es öffnet sich dieser riesige Saal mit den hohen Decken, lichtdurchflutete Südfenster. Und das war schon überwältigend. Aber je öfter man hier in das Haus reinkommt, desto es schrumpft immer ein kleines bisschen und wird von einem imposanten großen Raumgefühl zu etwas Heimeligerem. Wir mussten erstmal mehr oder weniger alles entkernen und haben dann hier eine Kernsanierung in fast allen Gewerken gemacht. Wir haben die Wände von innen mit Holzfasermatten gedämmt und dort eine Wandheizung aufgelegt. Das Ganze wird dann mit einem Lehmputz zugemacht. Das gibt ein sehr schönes, wohliges Raumklima, da man von allen Wänden warm bestrahlt wird. Vor allem beeindruckend finde ich hier den Fußboden im Schulsaal. Wir konnten ihn glücklicherweise erhalten. Es ist der alte Schulboden. Und er hat tatsächlich knapp 2–3 Jahre intensive Baustelle inklusive Lehmarbeiten überlebt. In einer Schiefergrube haben wir große Schieferplatten gefunden, die ich dann auch auf Vermutung erstmal gekauft habe. Und dann haben wir zugesehen, was wir damit machen. Und rausgekommen ist diese tiefe, große, fast durchgehende Schieferbank, die auch schön spaltrau ist und viele Fossile sich da noch drin finden. Wir sind beide fliegendes Personal und kommen viel in der Welt rum. Und wir lieben die Kombination aus Altem und Neuem, Modernem und Rustikalem. Ich möchte mich gar nicht auf eine bestimmte Stilrichtung festlegen. Ich finde, es gibt viel zu viel Tolles in der Welt und irgendwie muss alles gemeinsam auch einen Platz hier bei uns finden. Diese Sessel hier aus den 60er Jahren zum Beispiel, das sind Erbstücke, in die haben wir uns auch direkt verliebt. Sie runden hier das Ganze ab und die Kinder benutzen es auch gerne als Karussell. Unser Esstisch ist auch ein Erbstück. Hier habe ich neue moderne Stühle mit alten Stühlen kombiniert und durch einen neuen Bezug passen sie auch perfekt zusammen. Die erste Idee zum Kauf dieses Hauses ist entstanden, da meine Schwester gegenüber wohnt. Und immer wenn man auf der Terrasse gesessen hat und hat diese imposante Fassade von diesem großen Gebäude gesehen, da kamen so ein bisschen die Ideen auf und haben ein bisschen rumgeflaxt und gesagt, ja, irgendwann kaufen wir das. Das Problem ist, dass aus Spaß bald ernst wurde und das Haus wirklich zum Verkauf stand. Und wenn man hier reinkommt, hat man eine Menge
Ideen und eine Menge Platz, um sich darin zu verwirklichen. Jetzt möchte ich euch gerne in unsere Küche führen und hierzu gehen wir durch den Torbogen, den ich als erste Amtshandlung, als Johnny beruflich auf Reisen war, in seiner Abwesenheit veranlasst habe. Als ich klein war, hat sich das Leben immer in der Küche abgespielt und ich habe auch von einer Küche geträumt, in der ich mit meiner Familie zusammen kochen und das Essen genießen kann, und es ist ein Platz zum Wohlfühlen geworden. In der Küche haben wir auch wieder sehr viel selbst gemacht. Wir haben uns Küchenschränke besorgt und die Fronten selbst gestaltet. Ich habe hier eine Aluplatte genommen, auf der ich mit Steinkleber massive Schieferfliesen aufgeklebt habe und die dann einfach an die existierende Schublade dran geschraubt habe. Und so ergibt sich dann auch ein griffloses Push-to-Open-Konzept. Und für mich war dieser Naturwerkstoff schon immer eine faszinierende Sache und er hat auch ein paar versteckte Eigenschaften. Wenn man ihn gut ölt, sieht er immer schön schwarz aus und er ist absolut schmutzabweisend. Eines meiner Lieblingsstücke hier in diesem Raum ist unsere Lampe. Wie viele dieser Projekte fing das Ganze mit Sid an, die mit einer riesigen Lampe ankam und sagte, guck mal, was ich gefunden habe, das ist die Lampe für die Küche, die musst du mir hier irgendwie reinbauen. Also Johnny, mach mal. Im Laufe der Zeit haben wir dann ein Design entwickelt und Johnny hat die alten Türzagen, die wir hier vor kurzem ausgebaut haben im ersten Stock, zugeschnitten und einen Rahmen geschweißt. Ja, in einer Altbausanierung bleiben natürlich auch böse Überraschungen nicht aus und da zeige ich euch jetzt mal die ehemaligen Toiletten, wo wir ein etwas größeres Problem gekriegt haben. Hier waren früher für die Kinder die Toiletten, das heißt, hier war eine Trennwand drin für Mädchen und für Jungen, getrennt natürlich. Und hier drunter, mussten wir feststellen, war eine Jauchegrube, wo die Toiletten eingeleitet wurden. Wir haben uns dann entschlossen, den gesamten Bodenaufbau neu zu machen, haben den Boden ausgeschlagen und die Güllegrube aufgefüllt, haben allerdings einen kleinen Maschinenraum übrig gelassen, weil ich mir damals in einer Schnapsidee gedacht habe, man könnte ja einen Aufzug für unsere schweren Koffer in den ersten Stock machen. Die Ideen für Projekte gehen uns niemals aus, die Zeit allerdings dazu bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Als nächstes würden wir euch gerne in unser Bad hier unten im Erdgeschoss führen. Das nennen wir liebevoll Hammam. Der Johnny wollte mich überraschen. Als ich von einem Flug zurückkam, war seine Antwort auf den Durchbruch, den ich zum Schulsaal gemacht hatte, die Kuppeldecke hier in diesem Bad. Und das sollte eine kleine Anspielung auf meine osmanischen Wurzeln sein. Diese Fliesen zum Beispiel, die habe ich in irgendeinem Hotel gesehen und dachte, okay, die muss ich auch unbedingt bei mir im Haus verbauen. Die Fußbodenfliesen selbst habe ich zeitlich total unabhängig davon gekauft und irgendwie hat sich das alles gefügt. Wieder auf Reisen war ich in China auf Märkten unterwegs und habe dieses Waschbecken entdeckt. Ja, als Sid dann mit diesem Waschbecken nach Hause kam und sagt, guck mal, was ich auf dem Markt gefunden habe, fiel ihr dann auch ein, da brauchen wir noch einen Waschtisch für. Also hieß es mal wieder, Johnny, mach mal. Und wir haben aus einem Nachbarort alte Eichenbalken gefunden, die ich dann bearbeitet habe und auf die Schnelle mal einen kleinen Waschtisch zusammengezimmert habe, wo natürlich auch eine Schieferplatte wieder mal nicht fehlen darf. So, unsere Schieferliebe, die zeigt sich natürlich auch draußen, daher kommt mal kurz mit uns. Hier hinten das Grundstück haben wir komplett verändert. Also hier gab es vorher gar nichts, das war die reinste Rasenlandschaft. Und haben die komplette Fläche hier gepflastert und uns ein Schieferparadies erbaut. Der Schiefer, der speichert die Wärme und es ist ein Traum, sich hier auf den Schiefer zu setzen und einfach nur diese Wärme und Atmosphäre zu genießen.
Das Holzpferd hier heißt Nora. Ich habe mit alten Bürsten der ganzen Sache einen Punk-Look verpasst. Jetzt führen wir euch erstmal auf den alten Pausenhof, wo auch noch ein absolutes Schmuckstück steht. Hier stehen wir unter der alten Kirche, die vor fast 90 Jahren gepflanzt wurde und die auch im Dorf sehr bekannt ist, weil hier einige Leute regelmäßig auch wieder kommen, um sich ein paar Kirschen mit abzugreifen. Die Kirche ist fast so alt wie die Schule und wie ihr hier über dem Schultor sehen könnt, 1928 wurde sie gebaut und jetzt möchte ich euch gerne die alte Lehrerwohnung zeigen im 1. Stock. Wir haben hier im 1. Stock unsere Schlafräume und das Spielzimmer von den Kindern. Ja, dieses Puppenhaus ist seit mehreren Generationen in unserem Familienbesitz. Mein Großvater hat es im Nachkrieg aus Trümmern und Restholz für seine Kinder zusammengebaut, inklusive funktionierender Elektrik. Ja, was im Wohnbereich natürlich auch nicht fehlen darf, ist unser Badezimmer und da haben wir eine richtige Wohlfühloase draus gemacht. Wir haben uns zum Beispiel dagegen entschieden, einen Fliesenboden zu machen. Das ist eine gekochte Eichendiele. Das heißt, das Holz wird so vorbehandelt, dass, wenn es später nass wird, sich die Struktur nicht mehr verändert und es sich nicht aufwirft. Als wir damals die Dusche geplant haben, wollten wir sie so groß wie möglich halten, barrierefrei vor allem. Wir sind auf das Problem gestoßen, dass dort hinten sich ein Grundbalken von der Fachwerkkonstruktion hier im oberen Stockwerk versteckt hat. Also haben wir kurzerhand eine Sitzgelegenheit über den Balken gebaut und verkaufen es jetzt als altersgerechtes Bauen. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Beleuchtung hier gebraucht in der Dusche. Ja, hier haben wir Wasserrohre genommen. Die sind mit Leinöl überzogen und Hitze behandelt worden, damit es eine wasserdichte Schicht über dem Rohr gibt. Nachdem die Lampe dann so stand, musste natürlich auch irgendeine Wasserabdichtung um die Birne passieren. Und da sind wir, wie immer in unserem DIY-Recycling-Gedanken, einfach auf Gurkengläser gestoßen, die wir dann in diese Lampe mit eingebaut haben als Lampenschirm. Das Treppenhaus ist auch noch nicht ganz fertig. Hier oben soll zukünftig ein Bereich für unsere Kinder entstehen. In meiner Vorstellung entsteht hier ein großes Jugendzimmer, in dem sich die Teens zurückziehen können. Ja, nach knapp 10 Jahren Renovier- und Bauphase ist natürlich, hat man da alle Phasen einmal mit durch. Aber ich für meinen Teil sehe diese Baustelle nicht als Sprint an, sondern als Marathon. Ich liebe dieses alte Haus, das ist ein Lebensprojekt und wir gönnen uns auch viele Pausen dazwischen. Das war die Roomtour durch unsere alte Dorfschule. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt noch mehr solche Videos sehen, dann abonniert den Kanal oder klickt hier. Tschüss. Ciao.